Morning Leute. Alex macht jetzt gleich seinen ersten Weightcheck, ist gerade aufgestanden und mit der Information wird die weitere Strategie festgelegt, muss noch was gecuttet werden oder passt schon. Ich glaube, es wird schon passen, weil er wacht normalerweise immer am Freitag in der Früh mit dem Kampfgewicht auf und dann fahren wir rüber zum UFC Apex und werden dort offiziell gewogen. Wir sind jetzt im Hauptgebäude Apex, hier steht auf der Cage, warten auf das offizielle Weigh-in. Wir sind eigentlich schon gewogen, aber offiziell muss es auch noch sein. Was die UFC hier richtig leibend macht, ist die Fighter versorgen, weil nicht jeder hat einen Coach mit dabei, der sich mit Ernährung und Supplementierung und Weightcuts auskennt. Und sie stellen das hier bereit vom UFC Performance Institute. Gibt es hier geschulte Leute, die den Leuten helfen, nach dem Weightcut wieder das Gewicht zu regulieren und Energie aufzuladen. It's all about energy, wie ihr wisst, wie ich immer sage. Bei anderen Organisationen gibt es sowas nicht, das heißt, die schauen hier schon drauf, dass die Leute gesund bleiben und nach dem Weightcut wieder sich reloaden und dass die Leute hier nicht kaputt gehen nach dem Weightcut im Finale der Fight Week. Also finde ich schon ganz cool und vom Wissensstand und von dem, was sie hier anbieten, ist das halt einfach State of Art. Das ist voll am Zahn der Zeit, da gibt es gar nichts dran zu meckern, was die hier machen. Echt geil. Next to the scale, one half of our main event, Alexander Rakic. Okay, right there, 205.5. Official weight 205.5 for Alexander Rakic. Was gibt Schöneres als trinken? Erstes Getränk seit Knapp, würde ich sagen, 36 Stunden. Richtiges Getränk, keine. Nachdem Alex seine Abwaage gehabt hat, die ersten Drinks intus hat und auch den ersten Buchweizenbrei runter. Na, geschlungen hat er nicht, sondern er war brav, langsam hat er gegessen. Ist es Zeit für die Medicals. Das heißt, jetzt kommt es einmal zum Doktorcheck, Blutdruck wird gemessen und so weiter und so weiter. Schauen wir zusammen. Hier wird schon alles vorbereitet für das morgige Event. Alles auf Hochtouren. Technik und so weiter. Richtig geile Atmosphäre hier. Anthony Smith and Alexander Rakic. That'll do it. Thank you for joining us. We'll see you tomorrow. Freitagabend. Wir sind in unserem Hotel-Trainingsraum. Quarantäne-Workout. Heute oder jetzt ist Aktivierungstraining für den Alex. Das bedeutet Schnellkraftübungen, Züge, Push-Pull, Plyometrics, Sprünge und so weiter, um die Schnellkraft zu erhalten, das Level zu halten. Morgen ist der Kampf, morgen machen wir das noch einmal. Und das war's trainingstechnisch eigentlich. Endlich! Kann ich mal trainieren, man. I don't want to train anymore. I want to fight, you know? Really? Yeah, man. Yes. Fight Day. Fight Day, wie das klingt. I love it. So geil. Samstag, Leute. Wir haben nicht mehr lang. Es ist der Tag der Wahrheit. Heute ist für uns eigentlich nichts mehr zu tun. Wir haben dann noch Temperaturmessung wie jeden Tag. Das heißt, zwischen 9 und 11 Uhr Vormittag müssen wir zur Temperaturmessung. Wir haben auch unser zweites Covid-Ergebnis bekommen, das ist negativ. Dann gibt es eine
ein Aktivierungstraining zum Mittag, Strategie-Meeting mit dem Team, letzten Sachen festlegen. Ansonsten passiert heute nicht viel, wir chillen, wir versuchen den Tag zu genießen. Rausgehen ist schwierig, es ist ein bisschen hot hier und außerdem sind wir eingeschränkt, wir dürfen noch das Gelände nicht verlassen, sind in Quarantäne bis zum Kampf, werden direkt von hier zum Kampf gebracht. Ja, Alex hat super geschlafen, war eine Top-Nacht für ihn, das ist natürlich wunderbar, wenn er total ausgeruht in diesen Tag hineingeht. Trotzdem nachher noch ein kleiner Powernap, der ist immer gut, weil wir kämpfen dann doch erst 19 Uhr, 20 Uhr in etwa. Main Event beginnt hier so um 18 Uhr. Yes. Ja, das wird ein feiner Tag. Das wird ein feiner Tag. Ich freue mich schon so auf diesen Kampf. Irre. Gut, wir haben es geschafft, wir sind in unserem Trainings-Vorbereitungs-Umkleideraum, wobei umgekleidet sind wir schon. You all good, Coach? Hello. Yes, I'm good. How you doing? I'm good, I'm So this is all you guys till you walk. You got the restroom back there. You got your bucket here, so you have everything you need except ice. Ice is pre-bagged. We'll bring that closer to your walk time. You guys got any questions? If you need anything, I'll be outside the door. Also so hatten wir das nur mal in Toronto. Da waren wir in einem Hockeystadion. In Busan, zum Beispiel in Korea, war das nicht mal eine richtige Umkleide, das war irgendwas. Aber hier ist richtig gut, Leute, hier ist richtig gut. Es riecht nach einem Sieg. I have your technical John. Okay, so unified rules. I'm gonna go over some stuff for you real quick. Okay. Grounded fighting. Anything but feet supporting weight. So a hand down, a knee down, rounder. No knees, no kicks to the face. Back in the hip. Can I use it for a second? The nape of the neck, right here, is what we're most worried about. And then here. See these corners on either side? Yeah. When you're behind someone, that's what we're aiming at. Here, not here. Yeah. Okay. Fingers. This and this. This starts turning to this. Fingers up. Up. So what I want to see is this or that. Okay. Was hast du geschrieben? Den Namen von meinem Sohn. At 30-27 for the winner by unanimous decision, Alexander Rakic! Jelani Andre, molim vas najviše na svijetu. Vi ste moje sve, za vas sam uradio. Samo za vas. Andrej. Samo za Andreja. Make a picture right here. Make a picture right here. What a beautiful control. Danke dir. Danke. Yeah, man, Paul, feels amazing, you know. First main event and then in the fight capital. I had a lot of pressure because many people from my home and from the Balkan watching me and supporting me, you know. A lot of pressures now went out from my shoulders, but I'm happy with my performance against a veteran and former title challenger. I mean, everybody underestimated my wrestling and my grappling. I've been working the last 2 months. I mean, not only the last 2 months, but the last years with grappling and wrestling. Especially for this fight, I brought a new coach, a wrestler, former All-American, and I was working 2 months with him, putting the focus was a lot of pressure, making damage on the ground, control, and I showed the world and I showed the division that I'm not only a dangerous striker, I can wrestle, I can grapple, I can dominate it,
on the ground, I can put some shots, you know, and these guys need to take me serious now because I'm in the top 5. I mean, after I drop him with the, in the first round with the land kick, I was thinking now let's finish the fight on the ground. The second round, I'm gonna start in the stand-up, so I'm gonna chop him again and again and again, and then I was thinking, okay, no, I'm not gonna go for the leg now. I'm gonna go for the liver shot with the kick and throwing some head shots, and then follow with the to mix things up, you know, because he's protecting the leg after, you know. You know what's next? The belt is next. Reyes Blachowicz, winner. It's me. It's the next one. This is the next one, Alexander Rakic. When you look back at this fight, what do you think you're going to take away from it most? I mean, I'm very happy with my performance. I was working for my wrestling and my pressure on the ground. I worked a lot the last 2 months, and I show it now. I improve in this area. Everybody knows that I'm a dangerous striker, but I prove now to the division that I'm a good grappler and wrestler, you know. Ja, Leute, hier geht langsam die Sonne auf. Wir warten auf unseren ersten Flieger. Es geht einmal nach Chicago und danach nach einem Aufenthalt weiter nach Wien. Dieser crazy Trip ist vorbei. Vorher ist diesmal hier ein bisschen UFC-Pause, aber es geht bald weiter. Was sagst du zu diesen letzten Monaten, Wochen, Stunden? So, Kopf ist voll mit Emotionen, mit alles, und wir brauchen Urlaub. Die MMA-Welt steht jetzt natürlich Kopf, wie man das so schön verfolgen kann online. Alex, sein Kampf war eine absolute Mega-Dominanz, vollkommen irre, allein die Zahlen sprechen für sich. The fight was amazing, total domination, control, make a statement, show that he's not only a striker but a well-rounded fighter. We knew this already, but people didn't, so now everybody will know. Und wir sprechen hier von Anthony Smith, einem Mann, der fast 50 Mal im Oktagon gestanden ist, professionell, als Pro-MMA-Fighter, der seit Jahren in der UFC ganz vorne Top 10 mit dabei ist, der die Besten der Welt gekämpft hat und viele der Besten der Welt geschlagen hat und um den Titel gekämpft hat und ein echtes Löwenherz ist und immer bis zum Ende weiter gekämpft und gebissen hat. You think one fight more before the title? Yeah, I maybe. I hope no. He already showed that he deserves it. But if it's one more, we're good. You know, it's a target practice, so it's good for us. It's good to make more experience and just make it solid. You know, but yeah, in either case, like I say, it's inevitable. It will happen. Alles ist gut gegangen. Und dann? Was dann? Dann wieder zur Arbeit. Alles von vorne. Ja. Aber ich freue mich schon sehr darauf. Es ist einfach unser Business. Das macht echt Sinn, für sowas zu kämpfen, zu bluten, zu schwitzen. Ein langes Camp geht zu Ende. Ein starker Kampf liegt hinter dir. Was hast du uns noch zu sagen, Alexander? Tschüss. Nein. Ja, 2 Monate hartes Training haben sich bezahlt gemacht. Ich habe meinen Kampf gewonnen, dominant gegen Anthony, die Nummer 5 der Welt. Ich bin happy. Zugleich bin ich auch müde vom ganzen Stress und von ganzen Vorbereitungen. Ich will jetzt einfach nur nach Hause und mich erholen ein paar Tage mit meiner Family, meiner Frau, mit meinem Kind. Magst du noch irgendwem grüßen zum Abschluss? Ja, ich möchte einfach grüßen alle, die mir auf dem Weg verholfen haben. Also eben auch dir, Richie, Juri, Roberto und Babak, vor allem das American Top Team in Zagreb, Ante Delia, Ivan Erslan, Yannick Bahati, Ibo Aslan und die ganzen Jungs, Dražen Forgac, der das ermöglicht hat, dass wir dort trainieren können. Und
auf jeden Fall meiner Familie, meiner Frau, mein Kind, meine Eltern, die mich tagtäglich supporten. Ja, meine Freunde in Wien, die mir geholfen haben, Philipp, Adin und so weiter und so fort. Also ich bin echt happy und ja, damit schließen wir das Chapter, würde ich sagen, und wir fliegen jetzt nach Hause. Wir haben einen 9-Stunden-Flug und dann wird es einmal Funkstille von mir geben. Und ich glaube, ihr habt genug gesehen die letzten Monate oder Wochen. Und ja, wir sind froh, ich bin froh und ja, jetzt brauche ich ein bisschen Ruhe von euch. Alles Gute wünsche ich euch.